makeshift cutie at the truck stop knows my name. Threw the candle in the midnight oil and lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up, cause I ain't been to bed. Gonna have my name cut into a stone when I lay my head. No rest for the wicked, at least for a few hundred miles. Wir sind in Jackson, Wyoming, Leute. Und hier wollte ich Thiago hinführen, weil ich bin sehr oft auf Netflix unterwegs. Und da habe ich Kalitz und Kalitz geschaut. Vielleicht die einen oder anderen auch. Und die waren hier in Jackson und haben sich Hüte machen lassen. Und da will ich jetzt Thiago dahin verführen. Und ja, dann findet er vielleicht endlich mal einen Hut in seiner Größe, weil sein Kopf ist immer zu groß. Er sagt immer, viel Hirn braucht Platz. Ja, richtig. Genau. I'm running wild. Always been a runner, never been one for settling down. Spent my life in the backwoods looking for ways out of a one-horse town. I found a six-string ticket and jumped that westbound train. Now I only slow down long enough to stand up on that stage. Cloud 9 is a cloud of dust for the next 1,000 miles. I'm running wild. Oh, nice. Ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried. But I got bad down to my bones. Don't know where I'm gonna go, oh sweet child. I'm running wild. Yeah, I'm running wild. Mama, I'm running wild. Yeah, I'm running wild. Thiago hat einen Hut gefunden innerhalb von, ich würde sagen, das waren 20 Minuten. Ja. Surprise! Wow! Zeig mal deine Special Effects. So cool. Wie fühlst du dich? Ey, echt cool, der sitzt. Ey, da endlich ein Hut, der sitzt. Ich habe schon so viele ausprobiert und echt, der sitzt jetzt richtig gut. Genial, schau mal. Fällt nicht runter. Oh, weit, das war zu schnell. Ja. War das zu schnell? Soll ich nochmal? Nee, das ist okay. Danke. Schreibt mal in die Kommentare, wie es aussieht. Ja. Er sieht wirklich top aus. Schreibt nichts Falsches. Rolling down the road, riding on the storm, living like I'm dying slow. Headlights in the fast lane is my Guten Morgen, Freunde. Wir sind in Jackson angekommen, ein bisschen weiter oben, in Richtung Teton Pass und haben hier auch eine gute Nacht verbracht und wurden heute aber überrascht. Ich zeige euch mal warum. Ja, hat's noch Schnee? Müssen wir schauen, wie wir hier wieder rauskommen, aber das sollte kein Problem sein, hat Thiago gesagt. Und dann gehen wir Richtung Teton National Park. Willkommen im Winter Wonderland. Im Grand Teton National Park. Hast du das expected? Nein! Es hat geheißen ein bisschen Schnee. Aber es ist ein bisschen viel geworden. Und wohin gehen wir jetzt? Jetzt schauen wir, ob wir in den Grand Teton National Park können, ob dort die Straßen offen sind. Und dann fahren wir dort mal durch. Das ist ein bisschen schade, weil wir wahrscheinlich nicht so viel von den Bergen sehen werden. Ja, und dann lassen wir uns dort ein bisschen treiben und dann die nächsten Tage weiter in den Yellowstone und mal diese Gegend hier unsicher machen. Juhu! Update zum Heckträger. Ja!
Wir waren ihn reparieren. Wir haben diese 2 Teile hier ersetzt. Das ging richtig reibungslos bei Bliss USA. Und hier gibt es so Halterungen dazu, um eine Verzurrung zu machen. Leider haben wir oben bei der Staubox keinen Platz mehr für das Gegenstück. Deswegen haben wir jetzt uns dazu entschieden, aus Sicherheitsgründen lassen wir jetzt einfach das Spannset dran, also den Zurgurt, und fahren so weiter. Aber ich bin sehr happy und hoffe, das hält jetzt ein Weilchen wieder. Uns ist aufgefallen, das ist das erste Mal, dass Big Shrek überhaupt im Schnee ist. Wir waren noch nie mit ihm im Schnee. Also wird jetzt bestimmt auch lustig, hier wieder den Berg runterzukommen. Aber wir haben ja den Best Driver an Bord. Genau. Ja, und dann schauen wir mal. Ja, sorry, ich war hier so, am Einstellen von den ganzen Sachen hier. Genau. Ja, das kommt schon gut. Ich glaube auch. Ja, ja. Läuft bei dir. Ja, wir hoffen jetzt, dass wir da ein paar Bisons filmen können, respektive fotografieren können. Jetzt habe ich ja das Teleobjektiv mal rangemacht Zeig mal. und hoffe jetzt, dass wir ein paar gute Spots erwischen. Ja, hier wurde gerade geschrieben, dass in den letzten 3 Tagen 3 Bisons angefahren wurden auf der Straße. Schon crazy. Aber die sehen friedlich aus hier hinten, ein bisschen weit weg. Die haben zwar einen Zaun vorne dran, aber die können hier rein und raus. Das ist eine Riesenherde, die schauen wir uns jetzt mal an. Guten Morgen aus dem Yellowstone. Es ist 6:30. Wir haben beide unseren Kaffee und Thiago ist bereits draußen die Temperaturen am Abchecken, weil es ist so kalt. Die Nacht wurde es -4 und wir sind so froh, haben wir so einen tollen Platz zum Schlafen hier drin. Hier schlafen sie neben uns mit Autos. Ich habe keine Ahnung, wie die Menschen das machen. Es ist richtig kalt, es schneit. Und heute machen wir den Yellowstone unsicher und schauen mal, wie das wird und sind sehr, sehr gespannt darauf. Genau, 6:30, in einer Stunde geht die Sonne auf und dann versuchen wir dort zu sein. Stay tuned! Ich bin gestern mit meinen weißen Schuhen die Bisons anschauen gegangen. Hat nicht so geklappt. Okay. Hast du Diniatos? Wie kalt ist es denn?
Schau mal, wie alles vereist ist. Oh mein Gott, es ist so kalt. Ich glaube, es sind immer noch -4 Grad. Und wir sind beim ersten Point angekommen. Und ja, ich glaube, von der Saison her sieht es hier auch gut aus. Es sind noch nicht allzu viele Menschen hier. Aber gut, der Park macht auch offiziell am 31. Oktober zu und danach ist dann eigentlich nur noch so die Hauptachse offen, wo man so durchfahren kann, so wie wir das verstanden haben. Hallo Freunde, wir sind am ersten Stopp angekommen. Ich sehe gerade, dass meine Mütze hängt schief. Es ist arschkalt. Aber es ist schön. Ja, es ist richtig schön. Es ist unglaublich schön hier. Schaut euch mal den Sonnenaufgang an. Wir sind fast alleine hier. Der Parkplatz ist leer, aber es ist natürlich auch Off-Season. Hier ist im Sommer sehr, sehr, sehr viel Trubel. Oh ja. Und jetzt sehen wir den Yellowstone mal bei Schnee. Das ist auch mal, hatten wir nicht auf dem Schirm. Hatten wir so nicht auf dem Schirm. Und hier sind auch schon die ersten Kochtöpfe. Sie tönen auf jeden Fall so wie sprudelndes Pastawasser. Und es ist echt Wahnsinn. Es ist mindblowing, die ganze Szenerie hier mit Schnee und so. Wir haben ja das eher so mit warm gesehen, gell? Und jetzt ist es schon was anderes, wenn hier überall Schnee liegt und es so kalt ist, gell? Es ist richtig mystisch. Ja. Wir haben uns dieses Mal auch ein bisschen informiert über den Yellowstone. Und zwar ist das der älteste Nationalpark auf der ganzen Welt. Entschuldigung, muss ich gerade ein bisschen weinen. Bitte nicht weinen, ja. Der älteste Nationalpark. Und der ganze Park liegt quasi auf einem Supervulkan. Und wir wollen uns nicht ausmalen, was passiert, wenn der wirklich komplett ausbrechen würde. Ja. Aber wir bleiben noch ein bisschen. Wir bleiben noch ein bisschen, der bricht jetzt nicht gerade aus, gell? Das ist Wahnsinn. So cool, echt. Hat sich richtig gelohnt, das früh aufstehen. Das Schöne ist aber, wenn es so eiskalt ist, dann läuft man hier durch die warmen Dämpfe durch und man wird so ein bisschen wieder aufgetaut. Fühlt sich schon fast ein bisschen an wie ein Dampfbad. Und dann muss man natürlich auf der anderen Seite wieder raus und dann ist es wieder eiskalt, aber das ist so, so cool hier. Oh, wir sind wieder zurück im Warmen. Yellowstone hat jetzt im Oktober 2 Grad. Das ist schon frisch, aber es ist cool, wenn man sich ja dazwischen immer wieder im Auto aufwärmen kann. Und der Parkplatz ist leer. Es sind vielleicht noch 1, 2 andere Autos hier, aber es ist so entspannt und das macht das Ganze eigentlich auch ganz cool. Und die Stimmung ist so mystisch und es ist unglaublich. Also es macht wirklich, wirklich Spaß, hier durchzufahren.
und wir sind gespannt, was als nächstes kommt. Wir haben es wohin geschafft jetzt? Zum Old Faithful. Wir sind am nächsten Stop angekommen und hier sind wir nicht mehr so alleine. Das ist ein Geysir, der bricht alle. Nein, eine Eruption hatte alle 90 Minuten und wir dachten halt, wir kommen hierher und schauen mal. Aber so wie es in Amerika ist, gibt es eine App für alles und in der App steht, wann ungefähr die nächste Eruption sein wird und von daher waren wir perfekt im Timing und jetzt warten wir auf das große Spektakel. Ja, wir sind gar nicht so viele Leute da, wenn man hier so schaut. Auf der anderen Seite. Hab mir das schlimmer vorgestellt. Aber es ist ja auch arschkalt, oder? Wir haben jetzt nochmal eine Schicht zusätzlich angezogen, einfach, dass wir warm haben. Oh ja. Krass. Jetzt hat es Menschen gegeben. Oh ja. Wir sind nicht mehr alleine. Kann ich aber auch verstehen, ist richtig toll hier. Hier dampft überall. Als wir von unserem Geysir Old Faithful Besuch zurückkamen, haben wir was an der Tür gefunden. Eine kleine Message. Go home. Ja. Wir sind leider noch nicht unterwegs nach Hause. Nein, weiß nicht genau. Ja. Ob sie uns. Vielleicht mögen sie Schweizer nicht, das kann natürlich sein. Viele Amis denken aber auch, dass wir vom Militär sind, dass es irgendein Militärvehikel ist. Oder sie haben einfach Kein Bock auf Touristen. genau. im Gibt's ja auch bei Yellowstone. uns in Europa. Ja, Das aber dann kann- ist der Yellowstone der falsche Park, Ja. keinen Touristen zu mögen. Ja. Naja, auch solche Sachen gibt es auf unserer Reise und ich glaube, jetzt genießen wir noch den Rest vom Park. Jetzt machen wir erstmal Pause, weil jetzt hat es so viele Menschen gegeben. Ah, das ist krass, stimmt, Pause. Essen müssen wir noch was, wir hatten noch gar nicht Frühstück. Ja, Schon heute- Mittag jetzt. Ja. Heute Morgen war es so schön, aber jetzt hat es echt angezogen. Ja. Und auf dem Picknickplatz sind wir noch alleine, darum machen wir das jetzt. We got in our car and I was like, no way, this is for Sunday. I wonder if that's them. Yes. Unser letzter Step für heute. Yes. Weil wir sind durch. Müde. Ja, kalt, warm, draußen sein, Menschen. Ja, es war jetzt gerade so okay, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Müde jetzt. Aber wir hatten einen richtig tollen Tag hier. Es war richtig schön. Es war nicht so crazy überlaufen, obwohl wir gedacht hätten, es hätten weniger Leute. Aber es war wirklich super. Wir hatten überall Platz und ich fand es richtig toll. Es war einfach nur beeindruckend, die Szenerie hier zu sehen. Also wenn ihr
man in die USA geht, der Trip lohnt sich unbedingt in den Yellowstone. Ja, was mich wirklich wundernehmen würde, schreibt es mal in die Kommentare, die schon im Yellowstone waren. Wie habt ihr das verbunden oder wohin seid ihr geflogen? Wie hat da so eure Rundreise ausgesehen? Weil Ja, das für wäre uns war spannend. das, ja, voll, Ja. weil wir haben uns das noch gefragt, weil das ist mit der Yellowstone liegt in 3 Bundesstaaten, Montana, Wyoming und Idaho. Ja. Und da gibt es sonst nichts Großes rundherum. Ja, jetzt hier um den Yellowstone rum gibt es schon einige Sachen, aber es ist halt einfach alles weit weg. Ich wüsste jetzt nicht, von wo ich von Europa hierher fliege. Also hierher. Ich würde in die Westküste fliegen, aber da muss er noch richtig doll fahren. Also ja. Ja, lasst uns wissen. Wir sind an unserem Stellplatz angekommen und es ist ein Traum. Man kann von hier aus sogar die Dampfwolken der Geysire sehen. Wir haben uns dagegen entschieden, auf einem Campground zu stehen, weil die meisten schon geschlossen haben, weil die Saison jetzt zu Ende ist. Und ein bisschen außerhalb vom Park hat es wunderschöne Plätze. Die sehen so aus. Schaut mal, hier hinten ist der Park. Und wir haben uns dezent, wie wir sind, hierhin gestellt. Wir haben noch ein akustisches Problem am LKW. Thiago meint, das ist ein Riemen, der schlägt vom Alternator. Ja, wir wissen jetzt noch nicht genau, was es ist. Finden wir bestimmt noch raus. Wir müssen wahrscheinlich die Kabine runterlassen, damit man danach wirklich rankommt. Nicht, dass der Dude irgendwas gemacht hat, der uns den Zettel geschrieben hat, dass wir wieder nach Hause sollen. Heute gibt's Spaghetti! Mal wieder! Nee, hatten wir schon lange nicht mehr. Echt? Ja, hatten wir schon lange nicht mehr. Aber heute haben wir es uns verdient, weil wir beide müde sind. Oh ja. Und morgen geht's wieder früh raus, weil was steht morgen an? Morgen gehen wir wieder Bisons schauen, also Wildlife. Eben, wie heißt es da schon wieder? An dem ersten Spot, wo wir hinfahren, so morgen früh? Ich glaube Hayden Valley. Ja, genau, Hilton Valley. Thiago fährt mit. Ich fahre dann mit. Und dann gibt es hoffentlich ein paar gute Shots von Wildlife. Hoffen wir auf jeden Fall. Und wenn wir erfolgreich gewesen sind, dann seht ihr das. Jetzt essen wir erstmal Spaghetti. Trommelwirbel. Morning. Guten Morgen. Du siehst aber frisch aus. Ja, es ist früh, es ist manchmal 5, hey. Und wir werden immer besser. Und wir stehen immer besser auf. Ja, früh aufstehen geht besser, ja. Jetzt ist Oh, jetzt ist der Thiago weg. Ja, ja. Ah, ja. Wir machen uns jetzt auf den Weg auf unseren ersten Spot, wo wir hoffentlich ganzen Haufen wilde Tiere sehen. Mit unserem Glück. Mit unserem Glück. Wir schauen mal. Yes. Let's go. Wir sind jetzt im Hayden Valley angekommen und es ist noch dunkel draußen und wir sind weit und breit die Einzigen. Jetzt wissen wir nicht, ob wir hier auch richtig sind für Tiere. Auch wenn es hier keine Tiere hat, das ist spektakulär, wie das aussieht, wie so eine kleine Savanne in Afrika. Ja, wir zeigen euch die Bilder, sobald es ein bisschen heller wird. Und danach wird, glaube ich, erstmal gefrühstückt, weil gestern haben wir dann erst irgendwie so um 12 Uhr was gegessen und da ging es uns beiden nicht mehr so gut.
ja, jetzt schauen wir mal, wie es wird und ob wir was sehen. Drückt uns die Daumen. The lightning shows my weakness, the thunder knows my secrets, the storm is like a brother, it knows me like no other, so let it rumble, let it roll, 'cause it's all I know. Leute, wir haben tatsächlich Büffel gesehen und die sind sogar näher gekommen. Am Anfang waren sie da ganz hinten wirklich weit weg, sogar mit dem großen Objektiv keine Chance. Und dann haben sie gewechselt, die Position gewechselt und sind von der Straßenseite auf die andere Straßenseite gegangen. Und ich konnte ein paar coole Pictures machen. Seht sie euch an. Let's go! Rain come down. Let the rain come down. Let the rain come Heute ist das Wetter nur so mediummäßig. Leider keine Sonne. Das spürt man auch. Aber jetzt hatten wir Tierglück und jetzt geht es noch weiter zu unserem letzten Stopp. Und dann verlassen wir den Yellowstone schon wieder. Thiago macht uns jetzt noch Frühstück. Heute gibt es einen Shake zum Frühstück, weil wir sind ja on the road. Und ja, brauchen wir diese Proteine, ein bisschen Power für den Rest vom Tag. Weil gestern haben wir so eine Fertigmahlzeit gegessen zum Mittagessen, die eigentlich Leute essen, die so auf den Berg steigen. Aber wir hatten nichts anderes mehr. Und dann haben wir die noch reingehauen. Ja. I see the waters rising with waves as strong as iron. My soul was born for running. The darkness is my compass, and I will follow where it goes, 'cause it's all I know. You can keep your sunshine story, but that peaceful life ain't for me. The harshest gales call out from the trees, like it can sense the reckless in me. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, hey, lasst bitte ein Abo da, ein Like. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen und zu zeigen, was für ein tolles Erlebnis oder tolle Erlebnisse wir machen dürfen. Und wir möchten das ganz vielen Leuten zeigen. Deshalb Abo, Like und lasst einen netten Kommentar da. Ist alles umsonst. And when the clouds roll in, it's like I'm home again. Don't need your safe and sound. Let the rain come down. Let the rain come down. Let the rain come down. Oh. Sirens ring and run for shelter. I will chase that storm forever. The harshest gales call out from the tree.